herzlich willkommen zu unserem heutigen Finance Lunch Break zum Thema echtzeitnahe Entscheidungsautomatisierung. Ich freue mich riesig, dass Sie heute teilnehmen. Ich bin mir auch sicher, dass Sie sogar die nächsten 60 Minuten auch tolle Inhalte vermittelt bekommen und auch wirklich einen Mehrwert heute mitnehmen können. Bevor wir wirklich inhaltlich starten, würde ich gerne kurz noch ein paar Sätze zu mir sagen und zu meinen Kollegen, die heute auch mich hier unterstützen, dass Sie einfach wissen, wer heute Ihnen da gegenüber sitzt virtuell. Mein Name ist Dominik Wolf, ich bin originär gelernter Bankkaufmann, studierter Betriebswirt und mittlerweile in der Unternehmensberatung bei der IT Novum seit 3 Jahren tätig. Bin da speziell für die Themen Digitalisierung und Automatisierung zuständig. Freue mich auch sehr, dass heute mein Kollege, der Herr Kopion, dabei ist. Aber Brian, stell dich doch gerne selber kurz vor. Besten Dank, Dominik. Brian Kopium, mein Name. Ich verantworte bei der IT Novum den Geschäftsbereich Enterprise Information Management. Klingt ein bisschen kryptisch, dahinter verbergen sich aber die Themen Prozessautomatisierung, Prozessdigitalisierung und Enterprise Content Management. Freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen und werfe den Ball nochmal von mir aus nach links zu Roland. Roland, wenn du dich ganz kurz vorstellen magst. Ja, danke, Brian. Ja, mein Name ist Roland Straub. Ich bin bei der Actico zuständig für den Sales und Pre-Sales der Actico-Plattform. Habe einen technischen Hintergrund, beschäftigt mich mit dem Thema digitale Entscheidungsautomatisierung seit über 20 Jahren. Habe da schon sehr viele Projekte gesehen und würde heute dann auch live am Ende noch eine Vorstellung der Actico-Plattform durchführen. Vielen Dank, Roland. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Zuallererst haben wir 3 verschiedene Use Cases dabei, wirklich aus der Praxis, nicht nur theoretische Inhalte, sondern wirklich praktische Inhalte. Der Use Case Nummer 1 handelt um intelligente Dokumentenprüfung im Kreditvergabeprozess. Der zweite Use Case geht um das Thema regelbasiertes Pricing und der dritte Use Case zum Thema regelbasierte Stammdatenpflege. Alle 3 Use Cases sind aus der Finance-Branche. Näheres dazu aber später und am Ende auch noch, wo ich mich besonders darauf freue, ist eben eine kleine Demo noch, dass Sie auch wirklich was zum Anfassen sehen, wie das Ganze auch funktioniert. Nun an der Stelle wird mich, Brian, interessieren einfach, du bist viele Jahre auch im Finanzumfeld aktiv gewesen in Projekten, wie du einfach aus den Gesprächen das Ganze erlebt hast, wie du die aktuelle Situation siehst. Wie siehst du das? Ja, danke, Dominik. Thema Herausforderungen, Zielsetzungen gibt, glaube ich, die 2 Teile. Einmal Digitalisierung und Automatisierung wird gerne beides in einen Topf geworfen und Digitalisierung und Prozesse bedeutet irgendwie gleich Automatisierung. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Also auf der einen Seite haben wir natürlich das Thema Kostendruck, was eine Rolle spielt und Geschwindigkeit, wo es einfach darum geht, zu schauen, wie bekomme ich Aufgaben, die vor mir liegen, effizienter gelöst, schneller gelöst. Auf der anderen Seite habe ich aber auch zunehmende Prozesskomplexität und vor allem die Erwartungshaltung seitens der Kunden, digitale Services in Anspruch zu nehmen. Oftmals so ein bisschen die Schwelle an dem Punkt, wo man einfach die Herausforderung hat, dass oftmals alte IT-Systeme, die im Haus sind, nicht mehr Schritt halten können mit dem, was der Kunde am Markt fordert. Und Ziel an der ganzen Thematik ist quasi zu schauen, einmal die Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Dienstleistungen anzubieten, Produkte schneller an den Markt zu bringen und natürlich zu schauen, wo habe ich Automatisierungspotenzial in Prozessen, sei es zu einer kompletten Dunkelverarbeitung hin oder sei es quasi einfach eine Unterstützung in der Teilautomatisierung von gesamten Geschäftsprozessen. Wenn wir uns anschauen, was das quasi bedeutet, auf einer technologischen Ebene gibt es, glaube ich, viele Stichworte, die das Ganze umschreiben. Hyperautomation ist so ein Stichwort, wo es im Endeffekt darum geht, zu automatisieren, was das Zeug hält, sind unterschiedliche Technologiedomänen mit Inbegriffen. Da haben wir einen Process Mining, was versucht, automatisierbare Prozesse automatisch zu erfassen und zu strukturieren. Robotic Process Automation, ein Stichwort, was die letzten Jahre mehr und mehr in Einsatz gekommen ist und, glaube ich, auch einen guten Beitrag schon in Automatisierungsvorhaben geleistet hat. Genauso wie das Thema Business Process Management und die Low-Code-Anwendungsentwicklung.
und eben das Thema der Business Rules Engine. Was, glaube ich, daran ganz spannend ist, ist, dass jede Technologiedomäne für sich durchaus ihren Anwendungszweck hat. Das heißt, während ich im Bereich RPA den Fokus habe auf relativ monotone Prozesse, die ich automatisiere, einzelne Schritte, bin ich zum Beispiel im Workflow-Bereich an dem Punkt, wo ich sage, ich modelliere die Prozesse eher übergreifend und das Thema Business Rules Engine kommt immer da zum Einsatz, wo ich eben die Situation habe, dass viele komplexe Entscheidungen getroffen werden müssen und von daher ist quasi in dieser Hyper-Automation Toolbox das Thema Business Rules Engine ein ganz entscheidender Bestandteil. Was genau eine Business Rules Engine in dem Kontext anderer Technologien leisten kann und für sich genommen leisten kann, das sind Punkte, die wir gemeinsam heute erörtern werden. Und dazu einfach nur vorweggeschickt, ganz kurz zusammengefasst, intelligente Entscheidungsautomatisierung, kurzum, bringt Benutzer, Prozesse und auch künstliche Intelligenz zusammen. Das heißt, Entscheidungen in Prozessen, in Workflows sind, glaube ich, in jeder Softwareanwendung zu finden. Was das Thema Business Rules Management auszeichnet, ist, dass ich diese komplexen Entscheidungslogiken rauslöse, um einfach zu sagen, ich kann den Fachanwender quasi diese Geschäftsregeln und Logiken zur Verwaltung übergeben. Das bedeutet, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass ich an die IT rantrete, sage, hey, ich habe folgende Situation, der Zinssatz hat sich verändert, die Überprüfung von den Dokumenten muss anders gestaltet werden und das Ganze geht irgendwie in die Softwareentwicklung über, wird langwierig umgesetzt, durchläuft die Release-Prozesse, sondern ich nehme quasi diesen Entscheidungsteil, kapsel den raus in den Prozessen und gebe den quasi konfigurierbar an die Expertenanwender. Und wenn hier Experte steht, dann ist damit eben nicht der IT-Experte gemeint, sondern da ist der Experte gemeint, der beispielsweise in der Kreditentscheidungsabteilung sitzt und natürlich die Anforderungen an den Prozess, die Entscheidungen, die Regelwerke, die Scorecards, die zu schaffen sind, einfach natürlich deutlich besser kennt, wie der ITler, der ein Ticket vor sich bekommt und sagt, bitte bau das mal ein. Das heißt, wir sind hier einerseits schneller unterwegs, wenn es zu Änderungen kommt und andererseits haben wir die Möglichkeit, durch die Daten, die bei der Entscheidungsautomatisierung entstehen, zusätzlich Datentöpfe anzulegen, die anzureichern mit weiteren Daten, um dann auf Grundlage von diverser Algorithmik im maschinellen Lernen zu sagen, wir automatisieren schrittweise das, was vielleicht zu Beginn noch manuell erfolgt. Das heißt, das, was durchlaufen wird, wird gleichzeitig abgespeichert, zur Seite gepackt. Man lernt daraus und guckt, wie man quasi den nächsten Automatisierungsgrad erreicht. Abschließend dazu, Systeme und Kanäle, klingt irgendwie jetzt nicht so hochspannend, ist es aber tatsächlich, weil wir, wenn wir von Entscheidungen sprechen, oftmals von unterschiedlichen Systemen, unterschiedlichen Prozessen sprechen, die quasi entscheidungsgetrieben arbeiten. Mit einer Business Rules Management Software habe ich die Möglichkeit, einmal Entscheidungsanwendungen aufzusetzen, die wirklich entscheidungszentrisch sind. Kann man vielleicht denken an Kreditentscheidungssystem, da dreht sich alles um Entscheidungen und Regelwerke und auf der anderen Seite vielleicht einzelne Geschäftsprozesse, die Entscheidungslogik enthalten und durch die Anbindbarkeit von einer Business Rules Management Software habe ich eben die Möglichkeit, beide Varianten abzudecken und somit das System quasi in der Breite für meine digitalen Entscheidungen zu verwenden. Ein Anwendungsfall aus der Praxis, intelligente Dokumentenprüfung. Hier geht es ganz konkret um Konsumentenkredite. Das ist wichtig zu verstehen, um den Kontext hinzubekommen. Die Herausforderung hier ist, dass im Zuge von Konsumentenkrediten eine Vielzahl von Dokumenten zur Prüfung eingereicht werden. Man kann sich das so vorstellen, ich gehe in den Laden, kaufe mir ein neues E-Bike, möchte das finanzieren. Was muss ich quasi herbeibringen? Unter anderem Gehaltsnachweise, vielleicht weitere Daten, welche die Bank quasi nutzen kann, um zu verifizieren, dass der Kredit an mich vergeben wird. Die Herausforderung dabei
ist natürlich Konsumentenkreditgeschäft schon durchaus, je nachdem, was quasi finanziert wird, ein ziemlich saisonales Geschäft. Wenn wir bei dem Beispiel E-Bike bleiben, dann würde ich einfach mal behaupten, ohne einen tieferen Einblick zu haben, dass bei den Temperaturen, die wir gerade draußen haben, es, glaube ich, schon bessere Monate gab, wo E-Bikes über den Tisch gingen. Das bedeutet, wir haben enorme Wellen im Geschäft, wo beispielsweise zur Weihnachtszeit gewisse Elektronikprodukte stark nachgefragt sind. Im Frühjahr vermutlich dann zum Beispiel E-Bike und andere Freizeitgegenstände. Und dieses ganze Thema Skalierung, das heißt zu gewissen Zeitpunkten einfach ein erhöhtes Anfragevolumen zu bekommen, ist natürlich eine enorme Herausforderung, wenn jeder Antrag und jede Vergabe von einem Kredit enorm viel manuellen Aufwand verursacht, indem quasi aus diesen ganzen Dokumenten, seien es Gehaltsabrechnungen, seien es Bescheide und Ähnliches, quasi manuell die Daten rausgelesen werden müssen, um dann auf Grundlage von dieser Datenkonstellation Entscheidungen zu treffen. Die Lösung dafür haben wir gefunden, indem wir gesagt haben, wir haben auf der einen Seite eine intelligente Dokumentenverarbeitung, die quasi die Dokumente, die unstrukturierten Daten entgegennimmt, mittels OCR und Erkennungsalgorithmik hergeht und das Ganze quasi automatisiert ausliest. Damit entfällt quasi der Schritt, wo der Sachbearbeiter die Daten übertragen muss. Und der zweite Teil ist, wir haben das Ganze in die Entscheidungsautomatisierung mit Actico überführt, sodass quasi die komplexen Regelwerke, die sich über unterschiedliche Datenquellen erstrecken, quasi zentral abbilden lassen und nachvollziehbar wird, welche Entscheidung wurde getroffen, wie wurde sie getroffen und das Ganze dann in nachweisbarer Form vorliegt. Was haben wir damit bezweckt? Die Bearbeitungszeit ist natürlich schneller geworden, damit auch die Kundenzufriedenheit erhöht. Das heißt, wenn ich auf eine Finanzierungszusage als Privatperson warte, wenn ich die eine Woche früher bekomme, am besten irgendwie am Folgetag und den Tag darauf dann vielleicht auch die Zahlung erfolgt ist natürlich einfach ein Kriterium für eine Bank, worüber sie sich einfach differenzieren kann. Wir haben die Kosteneffizienz natürlich verbessert, indem einfach die FTE, die benötigt werden, um diesen Prozess vorher zu bedienen, deutlich reduziert wurden. Wir haben eine hohe Transparenz und einfach die Wettbewerbsfähigkeit der Bank wird natürlich signifikant gesteigert, weil die Zeit, die vergeht, bis das Geld auf dem Konto des Kunden ist, einfach deutlich reduziert wurde. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wir hatten die Situation, dass wir quasi den übergreifenden Geschäftsprozess und die Antragsstrecke bereits in einem Geschäftsprozess modelliert und ausführbar gestaltet haben. Wir sind dann quasi hergegangen, haben in dem Prozess zwei Komponenten eingesetzt. Auf der linken Seite die angesprochene Dokumentenverarbeitung, die anhand von Musterbeispielen lernt, wie Dokumente zu verarbeiten sind. Das heißt, wie ist eine Gehaltsabrechnung aufgebaut? Wo bekomme ich von der Gehaltsabrechnung den Bruttobetrag runter? Wo kann ich den Nettobetrag herholen? All diese Logiken, die notwendig sind, um zu erkennen, welches Dokument, welche Dokumentenart ist es eigentlich und welche Metadaten oder Attribute sind eigentlich relevant für mich zu extrahieren. Das ist der eine Teil, der quasi den Eingang automatisiert. Und der zweite Teil, die Zuführung in Actico, in das Digital Decisioning, wo quasi all diese Informationen, die automatisiert extrahiert wurden, übertragen werden und die jeweiligen Fachbereiche die entsprechenden Scorecards ausgestalten und quasi festlegen, wie damit umzugehen ist, welche Kriterien anzulegen sind für einen positiven Entscheid, welche Kriterien anzulegen sind für einen negativen Entscheid oder aber natürlich auch, wo unter Umständen ausgesteuert werden muss für eine manuelle Sachbearbeiterprüfung. Das heißt, das sind die unterschiedlichen Varianten, die quasi mit reinkommen. Gleichzeitig, wie eingangs schon erwähnt, werden all diese Daten, Entscheidungen, ob automatisiert getroffen oder manuell ausgesteuert, in der Software abgespeichert, sodass dann im Prinzip auf Basis von Algorithmik geschaut werden kann, okay, wie werden diese Entscheidungen getroffen, in welchen Konstellationen kommt es in der Regel zu einer Ablehnung, in welchen Konstellationen hat man einen hohen Grad der Dunkelverarbeitung. Das heißt, man kann diese Daten nutzen,
um einerseits weiter darauf zu automatisieren, andererseits aber natürlich auch, um für die Zukunft Rückschlüsse zu ziehen und zu gucken, wie kann ich unter Umständen anpassen, was ist relevant, wo kann ich vielleicht Durchlaufzeiten reduzieren und meine Prozesse weiter verbessern. Darauf folgend kommt der nächste Prozessschritt, das Ganze eingebettet, wie gesagt, im Gesamtprozess. Und in unserem Prozess heute gebe ich den Ball wieder rüber zu Dominik. Vielen Dank, Brian. Wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, was Digitalisierung an Mehrwerte mit sich bringen kann. Wenn ich mal zurückdenke an meine Zeit in der Bank als Bankkaufmann, wie lange da gewisse Prozesse gedauert haben und jetzt über die Jahre hinweg, was wirklich da alles an technologischem Fortschritt machbar ist und was dann auch am Ende beim Kunde ankommt, das ist wirklich schön zu sehen. Ich sehe parallel, dass ein paar Fragen reingekommen sind. Da würde ich gerade mal in den Chat reinschauen, dass hier natürlich auch nichts unter den Tisch fällt. Die erste Frage ist, gibt es ein Beispiel mit der Anwendung für Bonitätscheck im B2B-Umfeld? Die Frage gebe ich gerne mal weiter. Habe ich jetzt ad hoc tatsächlich nichts im Kopf. Schaue ich zu dir rüber, Roland. Ja, Ich glaube, da gab es Themen, ne? da gab es Themen, da gibt es viele Themen dazu. Wir haben auf der Basis der Ectigo-Plattform eine komplette Lösung für Kreditmanagement und Kreditvergabe. Und dort ist natürlich die Anbindung an externe Auskunfteien, Schufa beispielsweise, aber auch andere Anbieter immer wieder ein Thema. Und das ist möglich, tatsächlich direkt aus den Regelwerken solche Auskunfteien, solche Bonitätschecks aufzurufen per Webservice und dann eben solche externe Meinungen mit einzuholen. Ist aber genauso möglich, natürlich den Bonitätscheck selber in Form von Regeln umzusetzen. Das ist dann der auf internen Ratings basierte Ansatz, den viele Banken verfolgen und die dann halt nur, wenn es unbedingt notwendig ist, nochmal externe Auskunfteien hinzufügen. Super, vielen Dank, Roland. Gerne. Ist noch eine zweite Frage eingegangen. Ist es sinnvoller, direkt mit Hyperautomation zu starten oder ist es sinnvoller, klein und mit einer Technologie zu beginnen? Gute Frage. Also ich glaube, die Standardantwort wäre klein anfangen, dann langsam weitermachen etc. pp. Das kann sich wahrscheinlich jeder denken. Vielleicht irgendwie ein bisschen anders beantwortet. Also grundsätzlich ist Hyper-Automation jetzt nicht irgendwie da zum Selbstzweck, um jetzt irgendwie herzugehen und zu sagen, ich habe Hyper-Automation, bin ein ganz toller Hengst. Also vor dem Hintergrund würd ich eher sagen, es gibt Einzeltechnologien, die für gewisse Anwendungsfälle wirklich prädestiniert sind und gut geeignet sind. Ich hatte es, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, wenn ich jetzt nur an Kreditentscheidungssystem denke, da habe ich wahrscheinlich relativ wenig irgendwie RPA-Technologie drinne oder andere Dinge, sondern da bin ich ziemlich entscheidungsorientiert. Das heißt, da schaue ich mir so ein Business Rules Management wie Actico an und werde das wahrscheinlich schon ziemlich breit und auch in der Tiefe umsetzen können. Das heißt, nicht jeder Anwendungsfall setzt irgendwie voraus, dass ich ein Sammelsurium von Technologie irgendwie in Einsatz bringe. Und von daher ist es eigentlich immer ein bisschen abhängig vom Anwendungsfall und dem Business Case, der dahinter steckt. Also da gibt es Anwendungsfälle, wo RPA der Perfect Match ist, weil ich vielleicht einfach die Situation habe, dass ich gar nicht wirklich in Schnittstellen, Anbindungen denken kann, weil das technologisch vielleicht nicht möglich ist. Andere Anwendungsfälle haben wiederum einen anderen Fokus. Und ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ist, dass man sich in diesem Set, in dieser Toolbox für Hyperautomation bedienen kann und dass man die Möglichkeit hat, auch wenn man sagt, ich habe jetzt vielleicht ein Thema, was in der Entscheidungsautomatisierung ist, ich kann das später, wenn das eben sinnvoll ist, mit anderen Technologien auch noch verbinden. Und was man dann oft hat, ist, dass sich die Technologien gegenseitig ergänzen, um einfach die Automatisierung weiter skalieren zu können. Das heißt, ich habe viele RPA-Roboter, möchte die orchestrieren, bediene mich in einer Workflow-Engine. Ich habe eine Entscheidungsautomatisierung, möchte Drittsysteme anbinden, die vielleicht nicht die
Schnittstellenfunktionen mitbringen, kann ich nicht RPA bedienen. Also ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, so wie es da eigentlich auch beschrieben war, es eine Toolbox ist, derer man sich bedienen kann, aber es gibt jetzt nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, damit musst du starten, damit solltest du starten, sondern das ist so immer eine Frage Ausgangslage, wo stehe ich, was habe ich vor und wo habe ich auch am ehesten und am schnellsten die Ergebnisse und womit produziere ich die. Und genau, was wir da tun, ist, wir schauen gemeinsam mit dem Kunden drauf und geben dann unsere Empfehlung ab, wie wir so eine Journey quasi ob von 0 oder von 50% hin zur Hyper-Automation beschreiten kann. Super, vielen Dank. Eine dritte und letzte Frage ist noch reingekommen. Zu Teilen hast du die schon beantwortet, aber vielleicht nochmal zur Präzision. Die Frage lautet, Entscheidungstabellen, Automatisierung können ja auch mit RPA oder Workflow umgesetzt werden. Warum braucht es dafür eine separate Use-Management-Software? Hm. Ja, zu Teilen schon beantwortet. Also das muss natürlich nicht zwingend immer der Fall sein, aber Gründe, die beispielsweise dafür sprechen, ist, dass ich mit einer Business Rules Management Software, die wirklich darauf fokussiert ist, einmal die Möglichkeit habe, diesen Low-Code-Ansatz mit in die Fachabteilungen reinzutragen. Also dass ich eben nicht irgendwie in technischen Prozessen die Entscheidungsbäume irgendwie reinbringe, sondern dass ich dem Fachanwender die Entscheidungslogik übergeben kann. Der weiß am besten, wie sein Geschäft funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, darüber auch ein zentrales Decision Hub zu schaffen. Das heißt, dass ich nicht unterschiedliche Entscheidungslogiken in dem Prozess, in der Software, in der Eigenentwicklung verankert habe, sondern ich kann wirklich dieses zentrale Decisioning Hub im Unternehmen etablieren. Das wäre mal so die High-Level-Punkte. Ansonsten muss man fairerweise sagen, es sprengt wahrscheinlich den Rahmen, aber wenn man reinschaut in das Thema Decisioning, dann ist das eine, ich kann hinterlegen, der Wert ist größer 3, der andere ist kleiner 7 und die Farbe ist grün und dann geht es nach links. Das ist alles total toll. Aber wenn man wirklich Decisioning ernsthaft betreibt, dann kommen da natürlich Themen rein, wie zum Beispiel Simulation. Super, super mächtiges Werkzeug, wo ich sage, vielleicht habe ich ein Decisioning in einer Antragsstrecke drin und ich möchte einfach mal eine A-B-Probe nehmen, um einfach zu schauen, wenn ich meine Antragsstrecke wie folgt gestalte, wie viel Conversion kann ich erzielen versus ich schalte parallel Antragsstrecke B, wie viel Conversion bekomme ich da raus? Also da ist einfach viel mehr, sage ich mal, noch drumherum, was über das reine, ich hinterlege jetzt mal irgendwie eine Tabelle und dann kommt hinten was bei raus, was da einfach mit reinspielt. Aber da jetzt quasi alle Aspekte irgendwie zu beleuchten, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Das stimmt. Es gibt aber auch noch weitere Aspekte, wo ich mir sicher bin, dass die Roland auch gleich beantworten kann oder noch weiter drauf eingehen kann. Er hat nochmal 2 weitere super spannende Use Cases auch aus dem Finance-Bereich dabei. Wenn ich da zurückdenke an die Inhalte, werden Sie viele Fragen auch quasi beantwortet bekommen durch die Erläuterung. Und ich denke, ganz am Ende dann mit der Software-Demo, da wird dann nochmal komplett der Bogen gespannt. Von dem her, Roland, übergebe ich an dich und freue mich da auf deine Teile jetzt. Sehr gerne. Danke dir, Dominik. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Use Case. Ja, das Thema Pricing. Das Thema Pricing birgt sehr oft eine gewisse Komplexität und viele unserer Kunden bewegt auch dieses Thema, sei es ein Corporate Pricing Modell oder Private Retail Pricing Modelle, die ganz unterschiedlich gestrickt sind oder Stichwort dynamisches Pricing, risikobasiertes Pricing oder auch Pricing für Product Bundles. Im vorliegenden Fall bei der ASU 2000 handelt es sich um einen Makler für Versicherungen und Kredite aus Frankreich mit einem Multi-Channel-Vertrieb per Partnernetzwerk. Also sowas wie ein Check24 für Versicherungen und für Kredite. Und die Herausforderung ganz am Anfang, als die gestartet sind, war halt generell das Thema flexible Preisgestaltung, weil die flexible Preisgestaltung, die gilt natürlich in dem Markt als wichtiger Wettbewerbsfaktor bei den Versicherungen und auch den Kreditvermittlungen. Und zudem handelt es sich hier bei der ASU 2000 um einen Makler mit mehreren Vertriebskanälen eben über dieses Partnernetzwerk.
wo dann die Preise dem Netzwerk zeitgleich bereitgestellt werden müssen. Also aus dieser Koordinationsgeschichte ergeben sich nochmal Herausforderungen. Und natürlich ist genau diese Branche auch betroffen vom digitalen Wandel und dem harten Wettbewerb mit den Vergleichsportalen, denn die machen Preise transparent. Ja, und die Lösung war eben hier, die Ectico-Plattform einzuführen als zentrales Preisermittlungssystem. Und das nahtlos integriert mit den internen wie auch den externen Kanälen und Anwendungen. Intern waren es beispielsweise Repositories mit Preisparametern, wie was sind die typischen Preisparameter bei den Product Bundles, Gebühren, Tarifzonen. Und ein weiteres internes System war auch das ERP-System, über das das Ganze gesteuert wird bei der ASU 2000. Extern ist natürlich ist das Partnernetzwerk zu nennen mit den Vergleichsportalen, die dann per Webservice angebunden ist. Übrigens, das Thema Pricing ist sehr oft eingebunden in Kernprozesse wie die Kreditvergabe, das Angebotswesen, Abrechnungswesen, Handelssysteme. Und die grafische Modellierung der Regeln hier, die ermöglicht eine flexible Abbildung auch komplexer Produkte. Und die Flexibilität ist natürlich insbesondere wichtig bei hoher Marktvolatilität, wie man es hier im Finance-Business auch damit zu tun hat. Und die Anpassung erfolgt hier durch die Marketing-Spezialisten selber. Ja, was bedeutet es unter dem Strich? Unter dem Strich bedeutet es, dass das neue Pricing-System sich durch verschiedene Themen auszeichnet. Zum einen hohe Transparenz und die schnelle Anpassbarkeit der Regeln durch den Fachbereich selbst. Der kann also hier die Preisanpassung heute wöchentlich vornehmen, macht es komplett in Eigenregie. Ja, die reduzierten Wartungsaufwände, die hier gelistet sind, die ergeben sich durch die zentrale Regelwartung und die direkte Einbindung des Fachbereichs. Also der Fachbereich schreibt keine Spezifikation, sondern der ändert die Regeln selbst direkt im System. Und das führt dann eben zu reduzierter Time to Market bis zur Produktivsitzung der Änderung des Fachbereichs. Und dieser Geschwindigkeitsvorteil stärkt natürlich dann die Wettbewerbsposition des Maklers. Unterm Strich hat das System auch am Ende eine fünffach bessere Performance hingelegt als das bisherige System, was abgelöst wurde. Einfach deswegen, weil wir aus den grafischen Regelwerken hochperformanten Code generieren, der dann auch horizontal wie auch vertikal skaliert. Ja, das soweit zu dem Einsatz von Regeln zur Abbildung des Fachbereichswissens rund um das Pricing. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was ist mit dem externen Markt geschehen? Wie kann man das noch mit einbeziehen? Hierzu eignen sich dann insbesondere KI- und Machine Learning-Modelle. Die können dann beispielsweise Trends bei Marktpreisen berechnen. Insbesondere beim Thema dynamisches Pricing ist es sehr wichtig. Oder die KI-Machine Learning-Modelle, die können die Preissensitivität von Kunden bewerten. Das macht beispielsweise eine Santander Bank mit der Ectico-Plattform. Wir werden dann auch in der Live-Demo nachher sehen, wie in der Ectico-Plattform diese KI-Machine Learning-Modelle nahtlos mit den Regeln integriert werden können. Bevor es soweit ist, schauen wir uns aber noch einen zweiten Use Case an, und zwar das regelbasierte Datenqualitätsmanagement. Ja, wir alle wissen es, ja, eine gute Datenqualität ist die Grundlage für alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden. Und im vorliegenden Fall bei der Eurex handelt es sich um eine der weltweit größten Derivatbörsen. Sie entstand als Joint Venture der Deutschen Börse und der Swiss Exchange und sie betreibt seit 2005 eine elektronische Handelsplattform für die Wertpapierleihe. Die Geschäftsregeln sind hier ein sehr zentraler Teil der Stammdatenpflege, also wie neue Wertpapiere, neue Märkte, neue Subsegmente, neue Baskets, aber auch neue Benutzer des Systems angelegt werden. Ja, die Ausgangssituation vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren, das sind mittlerweile 15 Jahre, war die, dass eben am Anfang manuelle, zeitaufwendige Datenpflegeprozesse mit hohem Fehlerpotenzial vorlagen. Und auch das ganze Wachstum im Fachbereich war limitiert. Bei so ungefähr 10.000 Handelstiteln war einfach die Kapazitätsgrenze des Fachbereichs erreicht.
Mehr konnten die händisch einfach nicht pflegen im System. Der Fachbereich ist hier auch selbst zuständig für die Datenqualität. Und es führte sehr früh zur Zielsetzung, ob man diese Datenpflege nicht auch vollständig automatisieren kann und damit eben wieder Zeit freisetzen kann für die Weiterentwicklung und für Innovation aus dem Fachbereich heraus. Die Herausforderung hier war die schiere Menge an Datenfeeds, die aufbereitet werden mussten, qualitätsgesichert, bereitgestellt und gemonitort. Insgesamt 35.000 Handelstitel, die sich aufteilen auf 4 Märkte mit mehreren Subsegmenten und ungefähr 100 Baskets, in die dann nachher aggregiert werden. Ja, und eine andere Herausforderung ist natürlich genau die Volatilität des Marktes, die dann manuelle Eingriffe bedingt, wo man eben neue Produkte beispielsweise aufnehmen muss. Und diese manuelle, zeitaufwendige Qualitätssicherung, die birgt natürlich das Risiko, das Fehlerrisiko, gerade bei so repetitiven Routinearbeiten wie dem Datenqualitätsmanagement. Schauen wir zur Lösung. Die Lösung hier war auch die komplette Automatisierung des Datenpflegeprozesses, was über Regeln erfolgt. Also das Ziel, was der Fachbereich vorher mal formuliert hatte, das zu automatisieren, wurde hier auch geschafft. Der Fachbereich erstellt und pflegt diese Qualitätssicherungsregeln selbstständig. Es sind insgesamt über 8.000 Regeln zusammengekommen, an denen der Fachbereich regelmäßig, also so ungefähr alle 2 Wochen Änderungen vornimmt. Und die Vorgehensweise sehen wir hier im Bild. Also ganz links die Ausgangssituation. Man bekommt erstmal unvollständige, inkonsistente Daten angeliefert, die auch in ganz unterschiedlichen Formaten vorliegen. Und durch die Regeln werden dann in einzelnen Schritten dieses Datenqualitätsprozesses die Daten gefiltert, sortiert, vervollständigt, vielleicht auch abgeleitet aus anderen Daten, die angeliefert wurden, dann letztendlich validiert, um die Qualität der Daten sicherzustellen und dann am Ende freigegeben zur Verwendung im Handelssystem. Und so entstehen am Ende eben valide und konsistente Daten. Dem Fachbereich steht aber zusätzlich noch ein Cockpit zur Verfügung zur Steuerung des regelbasierten Datenmanagements. Also unter anderem zur Simulation, Monitoring, Freigabe und zur Dokumentation, was hier im System passiert ist. Die Simulation hier dient beispielsweise der Überprüfung der Auswirkungen von Regeländerungen. Also lege ich beispielsweise eine neue Wertpapierkategorie an, dann möchte ich simulieren, wie viele Titel dann nachher aufzunehmen sind in die einzelnen Märkte, Subsegmente und Baskets. Und eben eine weitestgehende Automatisierung durch die Regeln des Fachbereichs stellt am Ende die Datenintegrität auch ohne menschliches Eingreifen sicher. Ja, unterm Strich hat das Ganze gebracht. Es wurde eine Automatisierungsquote von 98% bei den Datenfeed- und Qualitätssicherungsprozessen erreicht. Der Fachbereich kann jetzt die Änderung qualitätsgesichert selbstständig und das auch abseits von Releases und ohne die IT vornehmen. Ausnahme sind natürlich Klassiker wie Schnittstellenänderungen. Da ist die IT natürlich weiterhin gefragt. Und ganz wichtig, unterm Strich, die Datenqualität konnte signifikant verbessert werden. Auch hier gäbe es noch eine Möglichkeit, natürlich das Thema zu erweitern, durch die Einbeziehung von KI, Machine Learning-Verfahren, beispielsweise zur Erkennung von Ausreißern und Trends. Und das sehen wir jetzt auch in der Live-Demo, wie sowas funktionieren wird. Dazu würde ich jetzt umschalten auf die Live-Demo. Links sehen wir den Explorer, in dem das Ganze verwaltet wird. Dort werden dann auch Datenmodelle angelegt bzw. importiert. Und wir sehen hier beispielsweise im Modell sollen Validierungsergebnisse ermittelt werden über die Regeln. Und das sind dann eben Ausgabedaten, die durch das Regelwerk dann zur Verfügung gestellt werden.
Interne Daten sind eben Kundendatensätze, die dann verarbeitet werden. Man kann dann auch Begriffe definieren, beispielsweise Fehlertexte, also Textbausteine, mit denen ich im Regelwerk arbeite, verschiedene Fehlertypen. Aber natürlich in den Regeln wird es auch darum gehen, verschiedene Kundentypen zu unterscheiden, beziehungsweise verschiedene Produkte zu unterscheiden. Also das kann ich dann hier auch im Regelwerk pflegen oder wenn vorhanden einfach direkt importieren. Auch Datenobjekte können definiert werden, also beispielsweise hier, um welche Kundendaten es sich handelt, die wir hier validieren wollen, und auch wie die Validierungsergebnisse dann bestückt sind. Also dass wir dann hier eine Kunden-ID haben, um dann Rückschlüsse zum Kundendatensatz nachher zu finden, einen Fehlertyp ausgewiesen bekommen, eine sprechende Fehlermeldung und auch einen Hinweis, welches dieser Felder hier im Kundendatensatz betroffen war. Also das kann man hier sehr flexibel pro Projekt wieder maßgeschneidert erstellen. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir dann auch die Regeln, wie diese strukturiert sind. Die sind in sogenannten Paketen strukturiert. Also hier hätten wir zum Einstieg die Ablaufsteuerung. Das ist dann die Regel, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Zu der sage ich gleich noch mehr. Es gibt darunter dann aber auch andere Rubriken, wo ich die Geschäftslogik des Fachbereiches sehe, wo dann eben Pflichtfeldprüfungen vorgenommen werden, semantische Prüfungen, wo also Felder in Bezug genommen werden zueinander oder die syntaktische Prüfung, wie die Inhalte der einzelnen Felder überprüft werden müssen. Weiter unten haben wir dann auch noch ein technisches Regelpaket, wo es dann um die Schnittstellen geht, also um Regeln, die dann Daten aus CSV-Dateien beispielsweise oder aus Datenbanken zur Verfügung stellen können. Oder natürlich auch so Sachen wie Mapping-Regeln, die ein technisches Datenmodell auf ein fachliches Datenmodell abbilden können. Ja, zu den Regeln selber. Wir sehen hier auf der rechten Seite die Einstiegsregel. Ja, und diese Regeln können wie hier als Ablaufregeln formuliert werden. Das sieht ähnlich aus wie ein Process Flow, ist aber sehr hierarchisch strukturiert. Startet hier immer am Startknoten und dann geht es von links nach rechts, von oben nach unten weiter. Also streng hierarchisch und nicht ein beliebiges Netzwerk, in dem sich dann die ganzen Ausführungen abspielen. Die Symbole, die man zur Verfügung hat, sehen wir hier in der Palette. Und im Prinzip ist es sowas wie Microsoft Visio. Ich kann mir hier aus der Palette die einzelnen Modellierungselemente reinziehen in meine Regel, kann die dann beschreiben mit einem sprechenden Ausdruck und kann dann dahinter Ausführungs- oder Regelausdrücke hinterlegen. Im Prinzip wie bei Excel, ja, wo ich dann auch Formulierungen habe, wie ich Dinge berechnen kann oder Dinge bewerten kann. Es ist also im Prinzip ein grafisches Modellierungstool, in dem diese grafischen Modelle wie bei Visio mit einer Kombination aus Excel erstellt werden. Aber alles hier direkt in dieser Modellierungsumgebung, in dem Actico Modeler, den wir jetzt sehen. Ja, und was wir hier machen, ist im Prinzip, wir besorgen uns mit weiteren Regeln Kundendaten aus einer CSV-Datei, iterieren dann über die einzelnen Kundendatensätze und prüfen dann die Datensätze auf die gerade genannten Kriterien, eben auf Pflichtfelder, auf syntaktische Korrektheit, auf semantische Korrektheit oder auch auf Ausreißer. Das Gleiche machen wir auch noch hier nochmal mit Daten aus einer Datenbank, einfach damit man sieht hier, es können verschiedene Datenquellen angezapft werden. Auch für die iterieren wir über die Kundendatensätze und bewerten dann nachher die Datenqualität der einzelnen Datensätze. Am Ende, wenn wir dann über die ganzen Kundendaten aus CSV-Datei und Datenbank drüber gegangen sind, schauen wir dann, ob auch hierbei Fehler aufgetreten sind. Also ob hier dieses Validierungsergebnis, diese Liste hier gefüllt ist mit Ergebnissen. Wenn das der Fall ist, dann schreiben wir auch einen Report, damit diese Fehler dokumentiert werden und dann an die Verantwortlichen weitergegeben werden können, um diese Fehler zu korrigieren. Und wir markieren das Ganze auch als fehlerhafte Ergebnismenge.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auch die Kritikalitätsstufe zu überprüfen, also was die höchste Kritikalitätsstufe ist bei den aufgetretenen Fehlern, ob das Fehlerwarnung oder nur Information ist. Und bei Fehlern kann ich das beispielsweise direkt eskalieren und über diese Aktion dann auch eine E-Mail an das Operating schicken, die dann schauen müssen, ob hier mit der Datenbank oder mit den Dateien alles in Ordnung ist. Das ist also hier erstmal die initiale Steuerung, in der ich vorgebe, wie ich aus meinen Daten über einzelne Schritte am Ende zu einem Ergebnis komme. Hinter diesen Regeln, die wir hier aufgeführt sehen, befinden sich dann weitere Regeln. Das ist beispielsweise die Regeln, die aus der CSV-Datei dann die Daten liest. Und auch hier sieht man, man hat besondere Aktionen, die dann lesend, es gibt auch welche, die das schreibend können, auf die CSV-Datei zugreifen. Wir iterieren durch die Kundendatensätze, mappen dann eben die Produktdaten. Das heißt, es gibt ein Mapping von einem technischen auf ein fachliches Datenmodell. Wir erstellen dann das Kundenobjekt hier und fügen dieses Kundenobjekt einer Ergebnisliste zu, die dann nachher hier zurückgegeben wird und über die wir dann hier nochmal pro Kunde iterieren können. Ja, also das ist eine Regel, eine technische Regel, die die Datenbeschaffung kapselt. Danach, wenn es um die Prüfung dieser 4 Schritte geht, ist der erste Schritt die Pflichtfeldprüfung. Und hier sehen wir mal einen anderen Regeltyp. Das ist eine sogenannte Entscheidungstabelle. Ja, und wir sehen auch hier in der Entscheidungstabelle, da gibt es gar nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. Eine Entscheidungstabelle kann hier gelb markiert Entscheidungen beinhalten, wo wir jetzt einfach die einzelnen Attribute des Kunden, die einzelnen Felder des Kunden überprüfen und hierbei auch Funktionen verwenden. Hier diese isEmpty-Funktion ist eine eingebaute Funktion, die einfach uns dann hier verschiedene Konstellationen überprüft, ob hier sinnvolle Inhalte vorhanden sind oder ob das Feld mehr oder weniger leer ist. Wenn das Feld leer ist, dann ist es eben eine Verletzung der Pflichtfeldprüfung und wir können dann eben so ein Validierungsergebnis anreichern mit der Kunden-ID, mit einem Hinweis, welches Feld betroffen ist. Es ist ein Fehler, deswegen hier Fehlertyp Fehler. Wir geben noch einen Textbaustein mit, der da nachher spricht. Das sieht man dann hier, das Feld ist ein Pflichtfeld, jedoch nicht gefüllt. Und ganz am Ende über eine weitere Funktion hängen wir dieses neue Ergebnis an das Validierungsergebnis an. Ja, und das überprüfen wir dann für verschiedene Felder des Kunden und reichern dann hier entsprechend Fehler an. Die nächste Prüfung ist die syntaktische Prüfung. Bei der syntaktischen Prüfung haben wir jetzt mal eine andere Form gewählt. Das ist wieder eine Ablaufregel oder ein Regelablauf, ein Regelfluss. Und hierhinter verstecken sich dann auch entsprechende Regelausdrücke. Hier beispielsweise eine Funktion, mit der der Vorname des Kunden dann auf diesen angegebenen Zeichenvorrat überprüft wird. Also ob da Klein-, Großbuchstaben und weitere mögliche Buchstaben und Ziffern enthalten sind. Sind ungültige Zeichen enthalten, die nicht diesem Zeichenvorrat entsprechen, wird auch hier ein Fehler angelegt. Wir können kurz mal reinschauen. Auch hier wird so ein Validierungsergebnis mit den einzelnen Attributen erstmal bestückt, also die Kunden-ID, der Fehlertyp, dann eine sprechende Meldung, Hinweis auf das Feld und dann wird dieses neue Validierungsergebnis angehängt an unsere Liste der Validierungsergebnisse. Ja, und so können wir verschiedene Spielarten machen. Manchmal, wenn es eine komplexere Prüfung ist, fassen wir die auch wieder als eigene Regel zusammen. Beispielsweise hier, wenn es um die Telefonnummern geht, die auch wieder in einzelne Bestandteile aufgedröselt werden können. Kommen wir zur semantischen Prüfung. Semantische Prüfung bedeutet, dass wir verschiedene Felder in Kombination, in Abhängigkeit zueinander prüfen. Also beispielsweise hier überprüfen wir, mit welchem Land haben wir es zu tun, bei der Postleitzahl der Lieferadresse. Und ist es Deutschland, dann wissen wir, dass bei Deutschland die Regel gilt, die Postleitzahl muss vorhanden sein und die muss 5-stellig sein. Ist eines von beiden Bedingungen nicht erfüllt, erzeugen wir einen Fehler und geben das dann nachher auch wieder in der Liste der Validierungsergebnisse zurück.
Ja, soweit zur Prüfung über Regeln, einfach damit man hier mal verschiedene Spielarten gesehen hat, Entscheidungstabellen wie auch Regelabläufe, wo man im Übrigen eine beliebige Geschäftslogik abbilden kann. Also diese Elemente, die wir in unserer Regelpalette drin haben, die ermöglichen uns, beliebige Geschäftslogik abzubilden. Es gibt keine fachliche Einschränkung. Ja, das, was ich hier zeige, ist natürlich fachlich bedingt, aber sowas kann man auch für eine Kreditentscheidung beispielsweise nutzen oder irgendeine Risikobewertung. Da gibt es keine fachlichen Einschränkungen dafür. Ja, soweit zu den Regeln. Ich habe hier noch ein weiteres Beispiel, wie es denn dann aussieht, wenn ich aus den Regeln mit Machine Learning Modellen arbeiten möchte. Wir sehen also hier, dass das erste Element in dieser Kette, das ist ein Serviceaufruf. Und hier werden in Memory, in Process, wird hier ein Machine Learning Modell aufgerufen, das eben trainiert wurde, Ausreißer auf dem Kundendatensatz zu erkennen. Und dieses Machine Learning Modell hat auch eine Schnittstelle. Wir sehen das hier. Wir geben rein das Kundenobjekt und bekommen raus eine Ausreißerwahrscheinlichkeit und einen Hinweis, was das Feld ist, was am wahrscheinlichsten von einem Ausreißer betroffen ist und auch noch einen Hinweis, den wir dann weiter verarbeiten können. Und wir können dann also hier, nachdem das Machine Learning Modell direkt aus den Regeln aufgerufen wurde, mit den Daten, die das Regelmodell gerade in Bezug hat, können wir dann überprüfen, ob ein Ausreißer wahrscheinlich ist. Also beispielsweise hier, wenn die Ausreißerwahrscheinlichkeit größer als 75% ist, dann gehen wir davon aus, dass es ein Ausreißer ist und dann geben wir auch hier wieder einen spezifischen Ausreißerfehler aus, der dann wieder angereichert wird in unserer Liste der Validierungsergebnisse. Nun, diese Regeln, die ich hier umgesetzt habe mit der fachlichen Brille auf, die kann ich dann auch selber testen. Ich kann mir selber Tests und Testfälle erstellen. Im vorliegenden Fall habe ich meine Testdaten aus einer Datei gelesen und aus einer Datenbank. Also das hier ist jetzt der Pfad beispielsweise auf die CSV-Datei, aus der ich dann 100 Datensätze rauslese. Und ich kann das dann ausführen. Ich habe das jetzt vorhin schon mal gemacht. Und dann sehen wir hier angereichert, was bei dem Test denn tatsächlich rausgekommen ist. Also für einzelne Datensätze, dass hier eben bestimmte Verletzungen bei der Prüfung erkannt wurden. Wie Feld ist ein Pflichtfeld, jedoch nicht gefüllt, betrifft Kundevorname im Datensatz mit der Kunden-ID 1 und ist auch ein Fehler. Oder dann hier ein Feld ist mit ungültigem Inhalt gefüllt, Kunde Telefon hat eine ungültige Landesvorwahl, hier eben eine 49, da fehlt das Plus bei der Landesvorwahl beispielsweise. Also das sind die Ergebnisse, die dann sprechend ausgegeben werden. Wir sehen hier noch eine weitere Spalte, und zwar die Spalte der erwarteten Ergebnisse. Habe ich also die Möglichkeit, die erwarteten Ergebnisse vorher schon zu formulieren, kann ich die hier anreichern in diesem Test. Ja? Und dann wird bei der Ausführung des Regelwerks das tatsächliche Ergebnis automatisch verglichen mit dem erwarteten Ergebnis. Und ich scrolle jetzt mal weiter runter. Habe ich nämlich einen Fall, wo das nicht zutrifft, also hier beispielsweise habe ich in meinem aktuellen Testlauf diesen Fehler gar nicht produzieren können, den ich aber erwartet habe, dann wird das Ganze hier rot markiert und ich kann dem hier in der Modellierungsumgebung mit weiteren Simulationen, kann ich dem auf die Schliche gehen. Es wird auch ein Report erstellt, das haben wir hier vorne gesehen. Also sofern ein Fehler da ist, wird ein Report geschrieben. Der Report ist jetzt hier auch wieder eine CSV-Datei. Wir sehen das, was wir gerade im Test gesehen haben, hier nochmal in Form einer CSV-Datei dann eben verfügbar, die dann von Umsystemen dann weiter bearbeitet werden kann. Zusätzlich während der Ausführung wird eine Ausführungsstatistik aufgezeichnet, die wir uns hier einblenden können in die Regeln. Wir sehen also hier oben in der ersten Zeile, dass tatsächlich auf die CSV-Datei zugegriffen wurde
und dann über die Kunden iteriert wurde. Und zwar insgesamt 100 Mal. 100 Mal wurde eben hier ein Datensatz überprüft, der aus der CSV-Datei gelesen wurde. Trifft auch auf die Datenbank zu. Auch hier haben wir 100 Datensätze ausgelesen, die dann entsprechend überprüft wurden. Wir sehen dann auch hier beispielsweise bei der Pflichtfeldprüfung, da hatten wir einen Fall, wo diese Pflichtfeldprüfung verletzt wurde. Das können wir also hier über diese Statistiken sauber nachvollziehen. Gilt dann nachher auch für die Syntaxprüfung, wo wir solche Überprüfungsergebnisse dann klar sehen. Also alle 200 Datensätze wurden überprüft und 2 davon haben hier eben ein Problem mit der Postleitzahl der Lieferadresse festgestellt. Ja, eins noch, ganz am Ende kann das Ganze auch so ausgeführt werden im Einzelschrittmodus, also quasi ein grafisches Debugging. Da kann ich mir nachher auch Unterbrechungspunkte setzen und dann schrittweise durch das Regelwerk durchsteppen und einfach sehen, welche Änderungen durch die Regeln vorgenommen werden. Und aus dem kompletten Regelmodell kann dann auch eine grafische Dokumentation erzeugt werden. Die können wir uns auch hier wieder im Modeler anzeigen. Das heißt, das gesamte Datenmodell wird hier drin beschrieben. Wir sehen, wenn ich weiter runtergehe, dann auch Aktionen und Funktionen, mit denen gearbeitet wird. Hier die gesamte Datenstruktur, also die Datenobjekte sind hier beschrieben. Und wenn ich ein bisschen weiter runtergehe, sehen wir, dass dann eben hier auch die ganzen Regeln grafisch abgebildet werden. Bei Bedarf werden sogar hier Regelausführungsdetails mit eingeblendet, wie beispielsweise die Schnittstelle zwischen der Regel, die die CSV-Daten liest, und diese hier, die sie dann weiter verarbeitet. Und das gilt natürlich auch hier unten für die Entscheidungstabelle, die wir oben als Beispiel gesehen haben. Ja, das soweit mal als schneller Überblick über die grafische Regelmodellierung und das würde dann auch den Live-Teil an der Stelle beenden. Vielen Dank, Roland. Immer wieder bewundernswert, wie mächtig tatsächlich das Tool ist. Und ich denke, zum einen die 3 Cases, aber auch vor allem die Demo am Schluss verdeutlicht ganz genau, warum teilweise andere Technologien an Grenzen stoßen und an welchen Punkten es wirklich sinnvoll sein kann, sich über die Technologie Gedanken zu machen. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, Roland.